Hallo alle zusammen! Es ist endlich wieder Frühling, die Bäume blühen und ich stelle euch heute meine Top 4 Sakura-Snacks vor. Na, nicht ganz. Drinks sind auch dabei. Vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei, was ihr gerne probieren möchtet, wenn ihr mal wieder in Japan seid. Und da die 4 im Japanischen eine nicht so positive Zahl ist, da sie unter anderem Shi ausgesprochen wird, was Tod bedeuten kann, gibt's am Ende noch ein paar Honorable Mentions. Aber erstmal ein wenig Aufklärung. Sakura-Geschmack. Wonach schmeckt überhaupt Sakura? Da muss man vor allem auch erstmal klarstellen, an Sakura-Bäumen wachsen keine Kirschen. Das sind andere Kirschbäume. Also verwechselt nicht den Sakura-Geschmack mit Kirschgeschmack. Der Geschmack der Sakura ist wesentlich subtiler, würde ich sagen. Recht süßlich mit einem Hauch Sakura-Duft. Wenn man die Blüten allerdings einlegt oder im heißen Wasser als Tee erhitzt, bringt das einen leicht bitteren Geschmack hervor. So, dann legen wir mal los. Die Nummer 4. Gleich mal was nicht Japanisches zum Anfang. Und zwar geht's um die Lindkugeln, die Lindor heißen, soweit ich weiß. Oh mein Gott, die Nachricht ging übelst rum auf Social Media dieses Jahr. Denn es sollte das allererste Mal Lindor-Kugeln mit Sakura-Geschmack geben. Klar, dass ich mir die gleich holen musste am ersten Verkaufstag. Bei der Gelegenheit habe ich mir auch gleich welche mit Matcha-Geschmack mitgenommen. Was vielleicht nicht schlecht zu wissen ist, laut Aussage von Freunden gibt es angeblich wohl die Matcha-Lindor-Kugeln wohl auch in Deutschland in den Stores. Ich muss auch ehrlich sagen, also die Sakura-Kugeln waren zwar lecker, nur wahnsinnig süß. Und ich glaube, mir haben letzten Endes die Matcha-Lindor ein kleinen Tick besser gefallen. Man sollte die Sakura Lindor aber auf jeden Fall mal probieren, wenn man die Möglichkeit hat. Auch wenn diese Kugeln nicht gerade günstig sind. Yay, Donuts! Bei Mr. Donut gibt es jedes Jahr immer wieder die Sakura Donuts. Recht häufig gibt es welche mit Kinako, was ich sehr gerne mag. Kinako ist dieses gelbliche Sojabohnenmehl. Das habt ihr vielleicht irgendwo schon mal gesehen auf Fotos. Oder vielleicht sogar schon mal probiert. Dieses Jahr gab es die Donuts auch sogar mit Mochi-Geschmack. Das war auch richtig lecker. Ich stelle es ja persönlich immer ganz schlau an und ich hole mir immer am Ende des Jahres die Lucky Bag von Mr. Donut. Und da sind immer Coupons drin. Und das Gute ist, dass diese Coupons halt immer bis Mai gültig sind. Das heißt, man deckt damit noch komplett die Sakura-Season ab. Und kann sich dann ordentlich mit Sakura-Donuts demnach eindecken. Nummer 2, die Starbucks-Drinks. Oh Mann, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von Starbucks. Ich mag den Yuzu Lemon Tee ganz gerne und das war's dann auch eigentlich schon. Aber ich liebe den Sakura Latte. Oh mein Gott, jedes Jahr ist dieser ein absolutes Muss. Es kommen in der Regel immer 2 Sakura Drinks raus. Zum einen den Sakura Latte und den Frappuccino. Dieses Jahr kam aus irgendeinem Grund sogar noch ein weiterer Sakura Frappuccino raus, der nach Erdbeer und Cassis geschmeckt hat. Der hat sich aber geschmacklich nicht sonderlich vom normalen Strawberry Frappuccino unterschieden. Und das richtig Coole am Sakura Latte war dieses Jahr, dass das wie so ein blühender Baum aussah. Das war so schön. Man konnte sogar im Menü Mankai wählen, was quasi, oh Gott, wie übersetzt man das am besten? Mankai, das ist der Moment, in dem die Sakura oder generell die Blume am meisten aufblüht. Und man hat dann noch mehr Sakura-Streusel raufbekommen. Das war total schön. Eine richtig tolle Idee und ich hoffe insgeheim, dass es das nächstes Jahr wieder geben wird. Mann, die armen Leute bei Starbucks, die bestimmt so einen steifen Arm haben nach dieser Sakura-Season, weil sie zigtausend Bäume malen mussten. Habt ihr gut gemacht. Und kommen wir nun zur Nummer 1, den Sakura Cheesecake. Mein absoluter Number One Sakura Snack, Jahr um Jahr. Der Sakura Cheesecake ist von der Marke Cheese Garden aus Nasu-Shiobara. Dort befindet sich das Headquarter. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, aber wir haben auf dem Rückweg vom Snowboarden irgendwann mal diesen Cheesecake dort mitgenommen. Und seitdem wird dieser Cheesecake jedes Jahr gegessen. Und da es nicht immer zum Hunter Mountain gehen kann, zum Snowboarden, kann man dennoch ziemlich leicht in Tokio drankommen. Denn es gibt 2 Filialen, und zwar in Ikebukuro und in Fudago Tamagawa. Zweiteres ist sogar recht nah bei mir dran. Oder man bestellt den Cheesecake online auf der Webseite. Allerdings sind die Versandkosten ein bisschen teuer. Das waren vielleicht so um die 800 Yen. Da ist das Ticket nach Fudago Tamagawa dann doch ein bisschen günstiger.
Ich muss sagen, er ist zwar etwas teuer für die Größe, aber richtig, richtig, richtig lecker. Er schmeckt wirklich gut. Er hat halt so eine sehr leichte Sakura-Nuance im Geschmack und das gefällt mir so gut. Deshalb, falls ihr irgendwann mal an einer Cheesegarden-Filiale vorbeikommt, gönnt euch diesen Cheesecake und denkt an mich. So, und nun zu den Honorable Mentions. In meinem letzten Video habe ich euch ja das Café Haute Couture am Meguro-gawa empfohlen und gezeigt. Und ich muss sagen, generell hat Tokio wirklich zu der Sakura-Season so viele wunderschöne Cafés. Die sind nicht immer ganz günstig, aber boah, das Ambiente ist einfach der Wahnsinn. Und es gibt auch noch so wahnsinnig viele, die ich unbedingt besuchen möchte. Es ist nur leider immer wahnsinnig schwer, an Reservierungen zu kommen. Am einfachsten findet ihr diese Cafés übrigens, wenn ihr nach Afternoon Tea googelt. Dort werden in der Regel ein paar Artikel aufgelistet, die ein paar dieser wunderschönen Cafés vorstellen. Und was darf man auch nicht vergessen? Die typischen Sakura Mochi mit den leicht salzigen Blättern. Die schmecken so gut. Und natürlich Konbini Sweets wie Sakura Jelly, oder dieses Jahr gab es auch voll die leckere Schokolade mit Marshmallow drin. Wenn ich mich recht entsinne, hatte die irgendwie Sakura-Matcha-Geschmack und innen drin Marshmallow. Das war richtig gut. Aber die Packung war so klein, ich hätte so gern mehr gegessen. Welche Köstlichkeiten würdet ihr gerne mal probieren? Oder hattet ihr vielleicht sogar das Glück, zur Sakura-Season in Japan zu sein und etwas mit Sakura-Geschmack zu probieren? Schreibt's doch gerne in die Kommentare. So, und wir sind nun am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich nicht so hungrig gemacht. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, das würde mich sehr unterstützen, genauso wie ein Abo meines Channels, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!